Alright, wir haben wieder Mittwoch und es geht weiter mit Frag Franz. Wir haben ein paar interessante Fragen rausgesucht und beziehungsweise der Bang hat die rausgesucht. Wir machen das immer so. Bang ist mein neuer Kameramann, ihr wisst es mittlerweile. Er sucht die raus und ich lese vor. Ja, dann ist es auch einfach mit bestem Gewissen und nicht so vorher schon mal geschaut und dies und das. Also es ist wirklich Fragen, die ich vorhin nicht gesehen habe. Ja? So, also wir legen los. Was haben wir hier? Also Sascha Brehler. Mein Tipp an Franz. Supra, Targa Supra, LHD und Handschalter in Schwarz hattest du ja schon. Genau. Aber genau das würde ich an deiner Stelle für mich wieder herrichten. Aber nicht wie alle GTX 42 oder andere Riesenlader, sondern diesmal alles TÜV-konform. Biturbo gelassen, Hybridlader, besseren Krümmer, Sportkat rein, Optik, Motorraum muss gepflegt sein, aber Serie aussehen. 550 PS rum, geht so auch mit Nocken ETC und reicht für den größten Fun. Vielleicht NOS für die Rennstrecke 100 bis 150 extra. Grundsätzlich, Supra ist so ein Ding, das ist ein Auto, es ist so wie meine erste Jugendliebe. Ja. Ich hatte 2 Stück davon. Ich hatte eine weiße J-Spec, aber umgebaut, also von Rechtslenker auf Linkslenker. Und ich hatte eine schwarze, wie er beschrieben hat, Handschalter, 6-Gang, Targa. Meine hatte einen GTX 42, 4 Zoll Abgasanlage, 850 PS und so Geschichten. Kann man vielleicht mal kurz was einblenden hier. Und ja, für mich muss eine Supra einfach Single-Turbo sein, aus dem einfachen Grund, weil sich Single-Turbo-Supras einfach anders anhören. Das habt ihr vielleicht schon mal darauf geachtet. Die sind vom Klang her ein bisschen heller. Und also für mich Single-Turbo-Supra. Aber das Konzept an sich, die Idee, finde ich so nicht schlecht. So. Tommy 389. Hallo Franz, was hältst du von solchen Race-Chip-Geschichten fürs Auto? Kein Kommentar. Und gibt es eventuell auch mal ein Video über einen Seat Leon Cupra? Also die ganzen Zusatzsteuergeräte sind nicht zu vergleichen mit einer Kennfeldoptimierung, das ist ganz klar. Ich möchte aber jetzt nicht näher darauf eingehen. Lassen wir das erstmal. So, und gibt es eventuell auch mal ein Video über einen Seat Leon Cupra? Haben wir nicht schon mal eins gemacht? Erinnere ich mich gar nicht dran. Doch. Also gibt es auf jeden Fall jede Menge Informationen bei uns schon auf Instagram und Facebook, weil wir haben schon mehrere Cupras gemacht. So, Robin RS. Hi Franz, wann geht es mit der Audi RS3 Limousine weiter? Sollte das nicht ein kleines Projekt von dir werden? Ist dir das Wastegate-Rasseln beim RS3 8V Facelift durch die Bypass-Klappe nicht das Gestänge bekannt? Beziehungsweise aufgefallen, könnte man das allein durch Software beheben. RS3 war nicht unser Auto, ist ein Kundenfahrzeug, der hat den oder möchte den mittlerweile aber verkaufen. Wastegate-Rasseln, ja, ist mir bekannt das Thema. Mit Software beheben, interessantes Thema. So, Hauke Pleiss. Gibt es beim RS3 8P die Möglichkeit, eine deaktivierte Schubabschaltung nur auf die S-Taste zu legen? Bei manchen ja. Also quasi S-Taste gedrückt, Kennfeldoptimierung und leicht deaktivierte Schubabschaltung, S-Taste nicht aktiv, Kennfeldoptimierung und ganz normale Schubabschaltung. Hintergrund, ich möchte die Möglichkeit haben, die deaktivierte Schubabschaltung nur dann nutzen. Du hast einen Zu vergessen. Nur dann zu nutzen, wenn ich Bock darauf habe, aber trotzdem immer wieder Optimierung fahren. Lieben Gruß und vielen Dank für die Antwort. Möglich, aber nicht bei jedem. Ja, so, also nicht bei jedem Datenstand. Tobias Schindler. Hallo Franz und hallo Simon Motorsport. Das gilt auch an dich, Bang. Hallo. Was ist deine Meinung zum 3 Liter V6 Biturbo von Mercedes? Zum Beispiel dem C43 oder C400, GLC 43 AMG, E400, E43 AMG verbaut ist. Auch im Vergleich zum 3 Liter V6 Turbo von Audi, zum Beispiel im S4 B9 oder S5 B9. Oder der 3 Liter Reihensechszylinder von BMW im F30, 335i oder 340i. 340i und 335 haben auch verschiedene Motoren. 340 ist B58, 335 ist N55. Also der V6 Biturbo-Motor von Mercedes ist sehr, sehr gut, hat sehr viel Potenzial. Ob er besser ist als der von Audi, kann man so noch schlecht sagen, weil man auf diese Bosch MG1-Steuergeräte nur so teilweise Zugriff hat. Bei Audi geht es noch nicht. Und der N55-Motor ist sehr bekannt aus dem 335, den B58 aus dem 340i haben wir momentan angefangen. Schon was dran zu machen, sehr gut. Schwierig. Der Mercedes-Motor ist schon sehr, sehr gut. So. SDFOV. Im Video von Sophia sagtest du mal, dass du MMA gemacht hast. Kannst du da mal was dazu erzählen? Erzählen, danke. Ja, habe ich. Ich habe tatsächlich mal als ganz kleiner Junge angefangen mit Karate, habe ich mal Taekwondo gemacht. Und dann habe ich 2008
2009 oder sowas, angefangen MMA zu machen. Da gibt es interessante Bilder. Ich habe schon trainiert mit Wanderlei Silva, kennt ihr vielleicht, Ex-Murderer, Anderson Silva, Jean-Claude Van Damme. Ja, auch. Ja, habe ich gemacht, um fit zu bleiben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch jetzt immer noch versuche ich ab und zu ein bisschen Sparring zu machen. Ein bisschen Kickbox, Box-Sparring, bisschen Sandsack auch. Ne? Das ist für mich die Fitness einfach besser als Laufen oder so die ganze Zeit. Also, und es macht Spaß und man kann sich ein bisschen auslassen. Finde ich ganz gut. So, Florian. 2 Fragen. Was hältst du von einem Dieselprojekt? A5 3 Liter TDI mit Upgrade-Lader, Downpipe etc. Fahre selber ein 3 Liter TDI mit Downpipe. Die gehen schon wirklich nicht schlecht, gehen gut, keine Frage. Kann man auch mal machen. Problem ist TDI mit Upgrade-Lader und dann Downpipe ohne Cut und so. Ja, da hast du auch schon einen Traktor, ne? Aber ich gebe dir recht, die gehen gut. Ach, und was kann man noch gegen rutschende S-Tronic-Kupplung tun? Fahrzeutzeit 650 Newtonmeter und trotz angepasstem Kupplungsdruck rutscht die Kupplung ganz leicht durch beim Schalten. Nichts, es gibt keine verstärkte Kupplung dafür. Markus G. Hallo Franz, habe einen Mercedes CLA 200 Benziner, Baujahr 2017. Niemand kann mir da etwas am Sound machen, das legal und eingetragen ist. Bekommst du das hin? Ja, da habe ich eine gute Idee. Also schick uns einfach eine E-Mail an verkauf@simonmotorsport.com. Und wie ist es mit Optimieren bei einem Motor? Ist der nur 1,6 Liter? Ratest du ja ab davon? Nein. Kann man optimieren, hat gutes Potenzial. Kann man auf jeden Fall ein bisschen was an Leistung rausholen. Hatten wir gerade schon mal den Typen hier? SDFOV, ja. Ne? Wie sieht es mit neuem Merch aus? Es wird neue Kappen geben auf der Essen Motorshow, auch wieder limitiert. Hoodies und T-Shirts sind wir nicht zugekommen. 7, 8 Monate, nicht, also ja, ist eine lange Geschichte. Zeig SS. Ich hätte gerne gewusst, ob ihr den Begrenzer bei der Maximaldrehzahl ändern könnt. Mache ich doch eigentlich fast bei jeder Optimierung. Drehzahlanhebung. Ja. Damit meine ich, einen harten zu programmieren, dass es schön ballert. Ach, ändern. Okay, meinst du. Gut. Ja, das wäre quasi ein Hardcut. Es gibt 2 verschiedene Drehzahlbegrenzer. Es gibt einen Fuel Cut und einen Ignition Cut. Der Fuel Cut ist, der läuft im Begrenzer und kriegt einfach keinen Sprit mehr. Der Ignition Cut ist, dass der Begrenzer halt hart ist über die Zündung. Ja, dann hört man das. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Sowas. Nee, du kannst das so nicht einfach ändern. Es kommt aufs Fahrzeug an. Es kommt auf die Motorsteuerung an, eigentlich, ob man es ändern kann. Nicht bei jedem Auto. Zudem würde ich gerne wissen, wo deiner Meinung nach die PS- und Drehmomentgrenze mit Serieninnereien beim 5.5er V8 Biturbo von AMG liegt. Da haben wir gerade was ganz Feines gebaut. Also wir sind momentan da bei 867 PS und 1350 Newtonmeter Serieninnereien. Da gab es extra kein Video von, weil der Kunde das nicht wollte. Das Auto sieht komplett original aus, aber es wird vielleicht ein Fahrvideo geben davon, wo man das Auto nicht von außen sieht. Ja? Also ich sag mal so, über 850 PS gehen schon. Ne? Wobei Getriebe nur 1150, ansonsten verstärken. Bei dem haben wir jetzt 1350 gemacht. Das Getriebe ist doch verstärkt. Ne? So. Oldenburger. Punkteprüfstand bei Hecktrieblern. Man prüft hier immer einen Gang, der am nächsten 1:1 Besetzung hat. Das ist richtig. Wie ist das bei Hecktrieblern? Auch richtig. Da spielt das Diff hinten ja eine große Rolle. Oder ich habe zum Beispiel derzeit im E30 ein extrem langes Diff drin. Wie verhält sich das am Prüfstand? Ist eigentlich soweit erstmal egal, weil es sich mehr um Motor- und Getriebeübersetzung geht. Stefan Klausnitzer. Servus Franz, wie viel Leistung siehst du in einem Golf 7R mit DSG? Wie viel Leistung kann man dem Motor mit Serieninnereien zumuten und vor allem den Serien-Turbo-Kupplungen? Viele Grüße aus dem schönen Bayern, mach weiter so, schau deine Videos immer wieder gerne. Das freut mich. So 430, 440 PS maximal. Ja. So, Stefan Herold. Hallo Franz, ich fahre einen Bus T6 150 PS 2 Liter Diesel 4Motion. Und überlege, die Motorsoftware machen zu lassen, weil ich des Öfteren einen Anhänger ziehe und bergauf manchmal kaum schneller als ein LKW bin. Ich habe jedoch Angst, dass die thermischen Probleme zu groß werden, weil viel Volllast und wenig Kühlluft. Hast du die Erfahrung? Dein Amarok ist auch, soweit ich mich erinnern kann, ein 2 Liter Single-Turbo. Nein, mein Amarok ist ein 2 Liter Biturbo und wir haben schon mehrere T6-Busse gemacht. Keine Probleme. Bis jetzt. So, Pierre Stahlmann. Hi Franz, glaubst du den Gerüchten, dass der Golf 8R ein VR6 Biturbo wird? Und wenn ja, wäre das ein interessantes Projekt für euch? Also die Gerüchte höre ich zum ersten Mal, ganz ehrlich. VR6 Biturbo glaube ich nicht. Nee, weil ich glaube, es ist mehr so Downsizing angesagt. Warum würden die einen Sechszylinder jetzt nochmal einen Golf bauen? Und dann noch Biturbo-Aufladung? Nee, das sehe ich nicht.
Aber wenn ja, wäre es ein interessantes Projekt. Der MTK-Koch-Vlogger. Hallo Franz, ich fahre einen Subaru WRX STI aus 2017 und wollte deine Meinung zu den Motoren aus dem Baujahr wissen und du hast einen Ob vergessen. Und ob du schon mal einen gemacht hast und was da so stabil rauskommt. Danke für deine Videos, weiter so. Nee, Japaner, no, machen wir nicht. Ich finde das Auto ganz cool, ja, Boxermotor, aber noch keinen gemacht, nein. Wie sieht es eigentlich bei amerikanischen Sauger V8s aus? Challenger, Mustang, Camaro, Möglichkeiten, Leistung. Ja, wir haben auch selber so ein Stage 3 Paket für den Mustang, für den aktuellen, 505 PS. Da geht schon was, ne? Geht schon was. Ansonsten so Challenger und Camaros hat man noch keine hier, kann man aber auch machen. Captain Gummi, was hältst du vom DQ381? Was kann es an Drehmoment ab, beziehungsweise was traust du dem Getriebe zum Vergleich mit DQ500? Das ist auch ein ganz, ganz heikles Thema. Ja, Getriebe oder Kupplung ist hier die Frage, ne? Weil das Getriebe an sich ist ganz gut, die Kupplung im 381 ist nicht die beste. So, Christian Jerusalem. Moin Franz, habe einen nagelneuen i30M Performance. Geiles Auto. Mit 275 PS, wie sieht es aus? Was kannst du deiner Leistung rausholen? Was kostet sowas circa? Und wie sieht es da mit der Garantie ab Werk aus? Danke. Also Hyundai i30N, da habe ich letztens noch einen Werbespot für gedreht, falls das keiner von euch gesehen hat. In meinen Stories, apropos, folgt mir. Ne? Franz Simon Drift ist mein Instagram-Account, da seht ihr jede Menge Stories, so behind the scenes und sowas. Ne? Ich finde das Auto sehr, sehr geil. Manche gehen mit der Leistung, manche nicht. Deswegen habe ich da jetzt noch nicht groß rumposaunt, weil manche Datenstände kann man auslesen, manche Datenstände kann man nicht auslesen. Und das ist ein schwieriges Thema zurzeit. Aber ich denke, der Motor hat viel Potenzial und da wird auch wahrscheinlich mehr kommen von unserer Seite aus, sobald wir dann alle vernünftig machen können. Ja, so. Rino Abarth 500. Servus Franz, was hältst du vom Hyundai i30N? Was könnt ihr aus dem Motor Stage 2 rausholen? Gleiche Thema, habe ich gerade schon beantwortet. So, Niki B. Haben wir noch Zeit, Ben? Super. Hallo Franz, weiß nicht, ob ich es verpasst hatte, aber kannst du erzählen, wieso du aus Dubai zurück bist? War doch sicherlich auch finanziell dort nicht schlecht, oder? Ja, Niki, ich bin ja nicht zu... Ja, die Firma in Dubai gibt es immer noch. Wir sind vor kurzem umgezogen, werden jetzt wieder umziehen. Wir mussten so eine Zwischenlösung auf die Schnelle haben, was nicht ganz so schön ist momentan. Aber nee, Dubai ist nach wie vor am Start. Ich bin eigentlich fast alle 4 bis 6 Wochen, oder alle 6 bis 8 Wochen dort. In Zukunft vielleicht ein bisschen mehr jetzt über Winter hinweg. Und warum ich zurückgekommen bin als Person, mehr jetzt hier bin, einfach weil ja, nach 11 Jahren hatte ich nicht mehr so richtig Lust, muss ich sagen. Ja. Jetzt alle, wie gesagt, 4 bis 8 Wochen, 10 Tage ist die perfekte Dosis für mich, aber Vollzeit da, ich sage niemals nie, aber ich hatte nicht so richtig Bock und der Hauptgrund war eigentlich, mich haben viele Kunden gefragt, ey, du machst eine geile Arbeit, wen kannst du mir in Deutschland empfehlen, wo ich hingehen kann? Habe ich gesagt, weißt du was, dann machst du lieber selber was auf. So, denke ich, muss aufhören, ne? 2 Fragen noch, okay, weiter geht. KTM Rider 54, kannst du schon sagen, was beim neuen Ford Fiesta ST mit 1,5 Liter 13 an Leistung geht? Liebe Grüße, kann ich noch nicht, wir hatten noch keinen da. Oldenburg, schon wieder. Bremst du bzw. man eigentlich beim Driften mit? Ja, dadurch müsste man doch einen größten Winkel fahren können, wenn die Vordere leicht bremsen. Ja, und vor allem kannst du mehr Qual machen und du kannst dich besser rantasten beim Chasen so ein bisschen. Ja, und also man bremst schon, mit dem linken Fuß dann aber. King Talo 97, also wie heißt du jetzt? Mein Name ist Franz Simon, nett dich kennenzulernen. Hey Franz, was hältst du von OBD11? Schon mal in der Hand gehabt? Finde ich nicht schlecht. Ja, muss ich sagen, finde ich nicht schlecht. Fertig? Ende? Eins noch, okay. Eine Frage noch? Eine Frage noch. JKS-Team, hi Franz, wenn du auf Supra stehst, was hältst du von der neuen Supra? Wäre das vielleicht auch eine Option für dich? Ja, erstmal, Toyota, ich bin ganz geknickt, dass ihr mich nicht zum Launch eingeladen habt. Gerade mich als Supra-Enthusiast, der die Dinge von oben bis unten kennt, der weiß, dass mit Hoodscoop gab es nur EU-Modelle und die gibt es auch nur als Turbo und nicht als Sauger. Ja? Gut, so viel dazu. Ja, ich glaube, der FT1 hat die Ansprüche zu hoch getrieben bei dem Auto. Ja? Weil alle dachten, der kommt so und jetzt kommt er halt nicht so. Ob der Motor wie der Motor, ich kann nicht viel zum Auto sagen. Ich habe ihn noch nie live gesehen, ich bin ihn noch nie gefahren. Also Toyota, meldet euch bei mir, hab ich Bock drauf. Kann ich so nicht sagen. Ich glaube, das Auto muss in riesengroße Fußstapfen treten. Ja? Von daher, die Zeit wird Antworten bringen irgendwann. So viel dazu, so ich weiß, ich habe überzogen. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ganz fleißig unten in die Kommentare, #FragFranz, dann suchen wir eure Fragen raus. Nicht böse sein, wenn eure Fragen mal nicht dabei sind, aber wir geben uns Mühe, so viel wie möglich zu beantworten. Das war's von mir. Subscribe, liken, teilen.
und bis zum nächsten Mal.